So Leute, wir sind wieder zurück in Dubai und es bedeutet, was müssen wir hier als erstes machen, wenn wir in Dubai sind, und zwar First Motors besuchen. Wir haben ja schon mal ein komplett ausführliches Video hier über diesen Showroom gemacht und ich muss auch hier direkt an erster Stelle sagen, es ist für mich, es gibt so viele Showrooms in Dubai, aber für mich ist das hier einfach der schönste Platz. Nicht nur wegen den Autos, weil hier einfach unfassbar geile Autos stehen, wenn wir zum Beispiel nämlich hier gleich mal nach drüben gehen, sondern auch das Ganze, wie das hier aufgeleint ist mit den Lichtern. Es ist einfach extrem schön gemacht. Und Ali hier, der Geschäftsführer, der gibt sich halt hier immer wieder extrem Mühe. Und es ist ja nicht nur, dass dann ein P1 und ein Bugatti und so hier steht, sondern auch Spec. Das werdet ihr jetzt gleich wieder sehen, denn es hat sich natürlich auch wieder hier einiges getan. Jeden Tag kommen und gehen Autos und ich würde sagen, komm, wo sollen wir am besten anfangen? Ich weiß schon wieder gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber wenn wir jetzt schon hier stehen, schaut mal hierher. Ich meine, wenn wir mal schauen, das hier sind 5,99 und normalerweise die meisten sind ja rot. Es gibt ein paar in schwarz, aber in blau findest du halt eigentlich so gut wie keinen. Das meine ich hier. Die Autos hier haben eine ganz spezielle Ausstattung. Hier geht es weiter. Ich meine, Ferrari F50, absolute Legende. Haben wir ja auch schon in Bahrain bei Collection One gesehen. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, können wir einmal den Link einblenden, weil das ist nämlich krank, die ganze Ferrari-Sammlung. Und ich meine, wenn wir dann hier nach hinten schauen, hier haben wir irgendein so ein Bugatti Chiron, ich weiß es jetzt gar nicht, irgend so ein ganz speziell limitiertes Modell. Ich weiß auf jeden Fall, weil ein paar verunfallt sind, gibt es nur noch 11 Stück davon. Und ich meine, das ist hier das Ultimative, und zwar hier Chiron 300 Plus. Und ich finde einfach dieses Heck bei dem Chiron 300 Plus, ich finde das so extrem sexy. Allein wie lang das hier nach hinten geht im Vergleich, wenn wir jetzt uns mal wirklich so hinstellen und das vergleichen hier mit dem normalen Chiron, das ist halt schon wirklich extrem. Auch hier mit der Auspuffanlage sitzt hier ganz tief unten. Ne? Es ist einfach ein mega sexy Auto und hier geht es ja weiter. Das haben wir ja schon oft genug gehabt, Leute. Ich verstehe ja nie diesen Preis bei Bugatti, weil ich meine, so ein normaler Chiron, gut, das ist auch schon wieder eine limitierte Version, ja, aber ich meine hier Bugatti Divo, was halt das Ding kostet, und dann stehen halt davon einfach zwei da. Ja. Hier steht noch mal einer da, und wenn es natürlich schon nicht reicht hier in so einem Mattblau, ja, dann haben wir hier halt einfach komplett aus Carbon. Und ich glaube, das wird mit Sicherheit nochmal ein gutes Stück Aufpreis kosten. Auch hier sehen wir, was ich jetzt halt meinte mit dieser speziellen Ausstattung. Es gibt hier andere Showrooms, die haben auch ihren McLaren Senna rumstehen. Aber ich meine hier, das siehst du halt so gut wie gar nicht. Außen blaue Lackierung. Und dann innen drinnen ein roter Innenraum, ist jetzt gewöhnungsbedürftig. Meins ist es jetzt nicht so unbedingt. Aber auch hier, schaut mal her, hier geht es weiter. Ford GT, komplett schön clean, in schwarz gehalten. Hier Mercedes, McLaren SLR 722. Jetzt musst du aufpassen, nicht, dass du irgendwo stolperst, gell? Ja. Hast alles im Griff, oder? Weil ich würde nämlich sagen, wir gehen jetzt hier nämlich so die Runde nach hinten. Ne? Den nehmen wir natürlich noch kurz mit. Hier McLaren P1, auch einfach in Gelb, steht hier schön im Race-Modus da. Wir könnten jetzt hier mit Sicherheit wieder 5 Stunden verbringen und auf jedes einzelne Auto eingehen. Hier können wir einmal im Schnelldurchlauf machen. Die paar Rolls-Royce-Modelle, das ist auch hier irgendein Umbau. Was das hier genau für ein Umbau sein soll, hier auch sehr classy gehalten, ne? In braun, auch hier Rolls-Royce-Logo in rot. Das sieht geil aus, so Nardo-grau mäßig, ja. Und hier wird es jetzt geil. Zieht euch das rein. Lamborghini Murcielago SV. Und das ist eben ein ganz spezielles Modell, denn der hat nämlich keinen Flügel hinten drauf. Ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen, wie viele Stück es gibt, aber der ist extrem, extrem selten. Hier geht es weiter. Aventador SV Roadster, legendär das Ding. Genauso auch wie hier Huracan Evo, der schöne 10-Zylinder-Saugermotor, Huracan STO. Sieht sexy aus, aber ist mir einfach zu verspielt, dieses Auto. Da finde ich den Performante, finde ich für mich persönlich deutlich schöner, deutlich cleaner und für mich auch das bessere Auto, vor allem was Preis-Leistung angeht, weil Huracan STO ist halt einfach völlig überteuert. Wenn ich mir vorstelle, dafür kriege ich einen AMG GT Black Series und das Ding performt richtig. Ich weiß noch, ich bin Dubai Autodrom 2 Runden mit dem Huracan STO gefahren, danach waren die Bremsen durch. Also ja, hier auch Huracan Evo, schön in so einem ja, Green Lime mäßig in matt gehalten, auch sehr sexy. Hier geht es jetzt weiter zu den SUV-Modellen.
Wir sind ja in Dubai, Cullinan darf natürlich hier nicht fehlen. Es ist hier schon echt immer wieder übertrieben, Leute, was hier in Dubai einfach abgeht. Und für mich ist es, wisst ihr, so wenn du jetzt hier in diesen Showroom gehst, ja, man denkt immer ein bisschen Dubai und das ist hier sehr prollmäßig, ja. Mag es vielleicht auf der einen Seite sein, aber für mich ist das hier die Leidenschaft. Ich möchte euch das hier zeigen, was hier für Autos rumstehen, die man theoretisch kaufen kann, aber auch generell. Hier der Ali, der Geschäftsführer, der sammelt eben auch so ein bisschen die Autos und wenn der sagt, der will das behalten, dann verkauft er das auch nicht, weil der ist auch selber ein privater Autosammler und ich meine, auch hier sehen wir McLaren 765 LT, absolute Waffe mit dem Roofscope hier oben drauf und weil ja einer nicht reicht, haben wir natürlich hier gleich noch einen zweiten, ja, genauso auch dann hier noch mal einen in Rot. Oh, das ist aber mal eine richtig schöne, sexy Farbe. Also Spec gefällt mir hier richtig gut, wobei das hier schon auch... Boah. So, wo geht's weiter? Dann haben wir hier, ja, hier haben wir weiter in die SUV-Modelle. Maybach GLS braucht eigentlich kein Mensch, aber okay, gut, anscheinend wohl schon. Hier haben wir ein paar G-Klassen, auch sehr schön hier. Der G63 in so einem Mattgrau finde ich auch sehr schön. Ich meine, hier in schwarz mit rotem Innenraum, ja, kann man immer jederzeit machen. Porsche 991 Turbo S, dann haben wir hier GT2 S Clubsport, sexy Ding. Hier, ich weiß es nicht, was da drunter steckt. Ich kann es nur erraten. Ich würde sagen, es ist ein 488 Challenge, 488 GT3, aber vielleicht irre ich mich, aber ich sehe auf jeden Fall das Ferrari-Logo. Also es sollte auf jeden Fall ein Auto, was keine Straßenzulassung hat, weil der Flügel ist dafür definitiv zu groß. Hier auch geht es weiter, G-Klasse Mansory. Da hinten haben wir ein 4x4. Ja. G-Klassen und Dubai, das sind wieder zwei Sachen. Oh, boah, zieh dir das mal rein. Ferrari F12 TDF und das wieder das Thema, Leute. F12 TDF, meisten sind rot, innen drinnen schwarz. Hier haben wir ihn halt einfach mal in mattgrau und der Innenraum komplett Alcantara in rot mit schwarzem Kontrast. Da hinten haben wir dann einen roten. Es ist einfach so sexy. Es ist so sexy hier. Der würde mich mal interessieren. Maserati MC12. Es ist, finde ich, schade, was mit der Marke passiert ist. Ich finde, die ist irgendwie so, da ist gar kein Erscheinungsbild mehr da. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ja, die Maserati-Modelle, ich bin selber mal einen Ghibli SQ4 gefahren. Den habe ich für, glaube ich, 1,5 Jahre gehabt oder knapp 2 Jahre, bis er dann aus der Garantie gelaufen ist. Und der war auch komplett umgebaut von Novitec. Und ich finde, man hätte hier aus den MC20 so viel mehr machen können. Aber das, was ich gehört habe, er soll sich anscheinend gut fahren. Also der steht definitiv auf meiner Liste, dass wir den mal fahren. Und jetzt gehen wir mal da rechts rüber. Und zwar, schaut euch das mal an, Leute. Wir haben hier einfach den Lamborghini Countach. Das neue Modell. Das ist übrigens hier auch alles ganz neu. Das war das letzte Mal noch nicht. Dass das Ding sich hier drehen kann, ja, ist schon ein sexy Teil, aber preislich ist das halt schon wieder, das ist schon wieder so ein bisschen Richtung Bugatti-mäßig. Ja, das erinnert mich sehr an Divo. Es ist einfach ein Aventador, wo ein Bodykit draufgesetzt ist und meiner Meinung nach, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich finde, du hast diesen legendären Lamborghini Countach. Warum muss ich eine Neuauflage machen und denselben Namen hernehmen? Das ist doch eine absolute Legende. Dann lasse ich mir noch einen anderen Namen einfallen. Ich meine, klar, jetzt kommen wir hier nach vorne. So, du siehst natürlich hier diese ganzen Countach-Gene, ja. Aber trotzdem, es ist halt trotzdem einfach nur ein Aventador, wo ein Bodykit draufgesetzt ist und was völlig überteuert ist. Von vorne, ja, kommen hier die Lichter und diese Ecken, Kanten, diese Countach-Gene rüber. Aber ich finde trotzdem, ja, ich weiß nicht. Also mein Geschmack ist es nicht. Da feiere ich einen normalen Aventador. Viel, viel mehr, richtig schön clean gehalten, als jetzt hier sowas. Aber machen wir hier weiter. Wir haben hier nochmal so einen Cullinan. Das ist auch safe irgendein Umbau. Auch, boah, ist schon sick mit dem blauen Innenraum. Leck mich fett. Das ist brutal. Hier SL, das müsste glaube ich ein SL 65 sein, Black Series oder irgendein Umbau. Das ist auf jeden Fall krass. Hier S-Klasse, Cabrio, einfach als Maybach-Version. Bin ich einmal gefahren, neuer SL63, war ich richtig begeistert davon. Wir haben leider noch keine Zeit gehabt, ein ausführliches Video dazu zu drehen, aber da war ich auf jeden Fall sehr begeistert. Hier geht es weiter, Ferrari 512M,
Da hast du noch richtig schön manuelle Schaltung, schön classy, das Ganze gehalten. Hier steht es gerade frei. Hier steht gerade was frei. Ich glaube, da stand aber vorhin gerade noch der Black Series P1 Edition drinnen in komplett schwarz. Dafür haben wir hier den normalen Black Series. Ja, für mich das geilste Auto mit Straßenzulassung, vor allem wenn wir uns wieder diese Frittentheke anschauen. Das ist halt wirklich heftig. Ich bin mal gespannt, wenn wir den GT3S, den neuen GT3S, den wir Black Series hinstellen, wie klein groß der Flügel da dagegen aussieht. Und hier haben wir auch einen richtig schönen Flügel. Und zwar hier McLaren P1 im Track-Modus, da kommen wir jetzt gleich nach hinten. Ist doch auch schön, wenn du einen LaFerrari rückwärts rein elektrisch fahren kannst. Da zieht euch mal hier die Lackierung rein, diesen Perleffekt von dem Orange. Richtig schön das Ganze. Ja, und hier geht's weiter. Da haben wir hier 488 Pista Spider. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier umgefahren werden. LaFerrari Aperta, Leute. Und weil ja einer noch nicht reicht, komm, wir gehen mal dahinter. Wir müssen uns da jetzt irgendwie ein bisschen durchquetschen. Ne? Zieht euch das mal rein. Wir haben halt hier einfach einen LaFerrari Aperta, dann hier einen LaFerrari Aperta, nochmal einen LaFerrari Aperta und dann hier einen normalen LaFerrari. Wo siehst du das? Wo siehst du das, dass du hier 3 LaFerrari Apertas daneben hast und dann noch einen normalen LaFerrari und dann haben wir hier auch noch einen 288 GTO. Also das ist einfach nur immer wieder Wahnsinn, immer wieder herrlich hier zu sein, weil da lebt diese Leidenschaft mit Autos richtig auf und genauso wie es dann hier weitergeht. Ferrari Enzo in Schwarz siehst du auch ganz selten und noch seltener siehst du den Ferrari Enzo in Gelb. Also wie das hier immer wieder ausgepickt ist. McLaren P1, das durften wir ja schon mal fahren. Das war für mich der Tod mit meinem Rücken. Du hast deine ganzen... Boah, Alter! Das war überhaupt nicht angenehm, noch so geil das Auto aussieht, noch so geil der auf der Rennstrecke zum Fahren ist. Aber ich finde, sowas bräuchte eigentlich nie Straßenzulassung. Aber er hat es natürlich, ja. Er hat eine Straßenzulassung, konnte man von Lazzante umbauen lassen. Alter, da ist er, der 12-Zylinder-Sound. Komm, wir müssen einmal hin, Das müssen wir uns anhören. Bist du bescheuert? Ja. Herrlich. Herrlich. Richtig schöne V12 Power. So, wir gehen weiter. Und zwar, hier wird es jetzt richtig interessant. Und zwar hier Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Was eine Legende, auf nur 75 Stück weltweit limitiert. Ihr kennt ja die Geschichte, der ein oder andere ist schon abgebrannt, verunfallt, wurde geklaut. Also es gibt mittlerweile weit unter 75 Stück. Und deswegen hat er auch hier den Platz verdient, direkt gleich beim Eingang. Hier kommen wir jetzt halt weiter. Ja, das ist das nächste Bodykit und zwar Lamborghini Sian. Sieht extrem geil aus, aber Leute, ist für mich dasselbe Thema wieder. Ich verstehe den Preis nicht. Es ist ein Aventador mit Bodykit, das Ganze. Noch so geil das hier aussieht. Das ist hier richtig heftig. Ja? Ich meine, hier Veneno Roadster. Ich glaube, wir sind da halt einfach bei knapp 10 Millionen oder so gewesen. Aber das Ding hier sieht schon richtig böse aus, wenn du den von vorne anschaust. Vor allem, wie breit ist es. Also ich meine, der Lamborghini Sian ist ja schon breit. Aber hier, zieht euch das nochmal rein. Das hier, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Komplett in Carbon. Also das ist schon wirklich eine richtige Ansage. Und ja, hier sind wir wieder zurück. Hier sind wir nochmal Ford GT SLR 722. Ich würde sagen, wir gehen mal hier einmal durch, weil der Dominik, der hier heute netterweise filmt, der will mit Sicherheit jetzt gleich wieder seinen Kaffee haben, seinen 7. Kaffee. Ja? Aber Leute, wir haben ja total was vergessen. Wir haben die Mitte vergessen. Um Gottes Willen, jetzt wollte ich hier schon Schluss machen mit dem Video, weil ich schon gar nicht erwarten kann, welches Auto wir nämlich im nächsten Video fahren dürfen. Aber hier, das müssen wir auf jeden Fall hier komplette Ferrari-Sektion mitnehmen, um Gottes Willen. Also ich meine, hier, Leute, das ist der neue, ich glaube, der hat genau 296 GTB. Und sorry, aber das sieht nicht aus wie ein Ferrari. Weißt du, an was mich das Auto erinnert? An den Alfa Romeo 4C, was ja ein richtig geiles Auto ist, aber
das ist halt hier ein Ferrari und ich finde, der ist halt einfach Alfa Romeo 410, nur halt in größer gehalten. Ne? Performancemäßig muss das abartig sein, aber zieht euch mal das Heck rein. Also ich finde, das hat halt mit Ferrari überhaupt nichts mehr zu tun. Hier da der Auspuff in der Mitte irgendwo so hingemacht. Ja, und ich meine, da kann Performance noch so gut sein, wenn das Auto halt einfach nicht vom Design her schön ist. Ja, wenn wir nämlich hier darüber gehen. 458 Speziale Aperta. Also ich meine, wir haben hier einmal einen SF90, hier einen SF90, aber hier, ich finde, da ist die Liebe da. Der schöne, reine 8-Zylinder Saugermotor und allein, wie clean das Auto aussieht, es ist so eine Hammerkiste. Auch hier, das ist krass. SF90, ja, und hier in so einem Lila gehalten, habe ich auch noch nie gesehen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Hier nochmal 458 Speziale Coupé. Ah, hier auch Madonna, richtig gut. 430 Scuderia. Schauen wir mal hier noch nach hinten. Da haben wir hier noch einen 812 GTS, 812 GTS. Hier noch F8, auch sehr, sehr geiles Auto. Und hier nochmal F8 Spider. Ja, jetzt haben wir aber wirklich alles durch. Und ja, wie gesagt, nochmal Leute, für mich ist das hier eigentlich so der geilste Platz, was es hier in Dubai an Showroom-mäßig gibt. Wie gesagt, es gibt extrem viele Showrooms mittlerweile in Dubai, wo man sehr exklusive Fahrzeuge kaufen kann. Aber ich finde einfach, wenn du hier reinkommst, du fühlst dich direkt wohl. Vor allem als Kunde, wenn du ein Auto kaufst. In den meisten Showrooms ist es ja eigentlich so, du kaufst halt einfach ein Auto, ja, und dann zahlst du und dann gehst du. Und entweder du kommst irgendwann zurück oder auch nicht. Hier ist es nicht Massenabfertigung, denn jeder Kunde wird ganz exklusiv hier behandelt. Denn zum Beispiel, das hat mir der Ali vorhin gerade kurz gezeigt, wenn du nämlich ein Auto hier kaufst, ja, dann kriegst du hier noch ein Bild mit dazu und das denkst du dir, ja, das ist einfach nur jetzt irgend so ein Bild, aber nein, Leute, das ist hier ganz speziell bearbeitet. Da sitzen die Leute manchmal hier eine Woche dran, um einfach nur hier dieses Bild zu entwickeln, weil hier jedes Detail einzeln angefertigt wird. Also, und ich finde, das ist so diese kleine Sache, aber das macht extrem viel hier bei First Motors aus. Und ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Hier, schönes Update wieder gewesen. Einfach, ich könnte hier wirklich 10 Stunden lang im Kreis gehen und mir einfach die Autos im Detail anschauen. Aber Leute, seid gespannt auf das nächste Video, weil eventuell werden wir ja noch die Tage hier irgendwas fahren. Ja? Und von daher würde ich sagen, sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Ah ne, der Kaffee geht's ja da lang.